Hey ho, willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact, wie immer an 21:9 und ihr habt viel verpasst, deswegen empfehle ich euch schon an dieser Stelle sofort oben rechts auf das E-Symbol zu klicken beim YouTube-Player. Dann kommt ihr nämlich auf die Playlist von Genshin Impact und könnt euch so die letzten 15 Folgen anschauen, denn wir befinden uns wieder hier auf den Goldapfel-Archipel, wo wir bereits damals mit Barbara und Jean waren. Und es gab hier im Endeffekt 3 Hauptstorylines, die wir jetzt gemacht haben, von 3 Charakteren. Einmal von Kazuha, einmal von Xinjiang, also von Xinjiang, genau, von ihr. Und von Fischl, beziehungsweise von Mona gab es auch noch was, also haben wir 4 Storylines gemacht. Und jetzt haben wir, ja, die alle erstmal durchgespielt und sollen jetzt für Fleischklops etwas suchen, und zwar so einen Schatz. Also er sucht etwas, wir begleiten ihn dabei. Dabei handelt es sich um ein sprechendes Schiff und hat noch bereits was angefangen zu machen, nur zuletzt waren wir hier oben gewesen und haben halt, ja, ein Schiff gefunden, so eine Ruine. Aber es ist nicht das, was wir suchen. Die werden gleich aggressiv, das weiß ich, ja, so wie immer. Ich will aber trotzdem einsteigen und direkt mal losreisen. Denn wir haben noch einiges zu tun hier. Nur was will man machen? Also wirklich die Story-Sachen. So, die Story-Sachen haben wirklich viele Folgen gekostet. Ich glaube, pro Charakter waren es 3 Folgen. Also so waren wir schon bei 12 Folgen. Ihr müsstet dann auch jeden Moment, wenn es diese Insel ist, auch ein Schloss sehen. Wobei, nee. Ach, da ist das Schloss. Ah, genau. Das war nämlich die Story von Fischl. Und der immer nachts Fischl. Oder, naja, wie Fischl richtig heißt, Amy. Aber was das ist, müssen wir nochmal gucken. Also wir haben auch nicht alle Rätsel gelöst. Also wir haben hauptsächlich nur die Story-Sachen gemacht, aber ja. Bin mal gespannt, was uns noch alles erwarten wird. Ja, sind wir gleich da. Was liegt denn da? Ah, Fels... Na. Could it be this reef? It looks kinda small. But let's go check it out anyway. Ihr habt Palmen gehört? Da ist sogar ein Schiff. Naja gut, aber was hiermit? Erstmal das hier, das hier. Ah! Surely you found something this time. Have I finally convinced you of this mighty pirate ship's razor-sharp treasure hunting senses? All there was a bird's nest. So, yeah, technically there were a couple of eggs, but that was all. Oh. Just the 2, you say? Really? So this is the valuable treasure you were talking about? Paimon, you may not be aware, but the mightier the pirate ship, the longer its voyage at sea, you see. Eventually, the only food available on board is dry fish. At times like this, a couple of bird eggs on a reef nearby can easily become the most valuable treasure to a crew. Mitaboru! Deine Ausreden sind ziemlich lahm. Okay, fine. But how the heck did I end up sensing eggs? How strange. I swear I sense something. But there's nothing else on the reef! Could it be these 2 planks? Seems like they were used as a shelter. Paimon wonders where they came from. Diese Planken? Das war das plötzliche Gefühl, als du die Holzplanken berührtest. Ein frisch gestrichener Rumpf, der in den warmen Sonnenstrahlen leuchtete. Dutzende von Händen zogen an Schlepperlein. Eine mächtige Kraft, die dich immer schneller nach unten zog. Bis auf einmal Rums. Ein Aufprall, der den ganzen Körper erzittern ließ. Es war der Knall von Senken und Wiederauftauchen eines gewaltigen Gewichts. In Bruchteil einer Sekunde wurde dein ganzer Körper von eisiger Kälte durchdrungen. Du konntest kaum noch atmen. Als ob man im Augenblick begriff, das ist die See. Das ist der Ort, an dem du den Rest deines Lebens herumtreiben wirst. An deinen Ohren hörtest du die Freudeschreier der Männer. Tante Schreinjungfer, du hast ein unbezwingbares Schiff gewählt. Gib ihm einen guten Namen. Als Antwort folgte ein unausweichlicher Seufzer. Ich hoffe, dieses Schiff kann euch göttlicher Schutz gewähren und eine sichere Heimkehr gewährleisten. Deshalb werde ich ihn nach diesem Ort benennen. What happened? What was that? Das war das jemandes Erinnerungen? I know where this plank comes from. Traveler, Paimon,
What you saw just now was my own memory. It was my first time sailing on the sea after I was built. The crew used greased planks to create a slipway, then launched me into the water. The thing is, it's really hard to control the angle at which the bow launches onto the water. It could very well break if you're not careful, which is why most people choose to launch the ship sideways instead. These two planks, or should I say, these two side panels, they must have been the first parts of my body to make contact with the water. Mitaboru, if your side panels are here, does that mean... Maybe I crashed into the reef here and was shattered to pieces long ago. And maybe the sensation I had when I woke up wasn't some kind of treasure-hunting intuition after all, but me responding to my own body. There I was, making fun of that shipwreck, blissfully unaware that I was actually making fun of my own body. Ha ha! Ah, how embarrassing. We don't know that for sure. Maybe your body is still in one piece. Yeah, these two planks are probably just, part of your family tree. Du meinst einen Zufall? Yup, could share the same roots. Even if it's not, there are loads of shipwrecks around here. These planks probably just belong to one of them. But... Paimon hat recht. Thank you. Both of you. By the way, Mitaboru, wasn't there something about your name mentioned in that memory? Do you remember your name now? Oh, it's a pity. But I'm afraid I didn't see much more than you did. I still can't recall my name. Oh, that's a shame. Oh, it's not too bad. You and the Traveler can keep calling me Mitaboru. It's a good name. Of course it is. Paimon picked it after all. So, Mitaboru, is there anywhere else you want to go? Although I can sense two more places, I fear it will be the same situation as before. No treasures, only some driftwood. It doesn't matter. But I swore there'd be treasure in this deal for you. Hey, it's okay, Mitaboru. We're friends now. Und Freunde machen keine Geschäfte. Well, in that case, whether it's treasure or not, let's hope you two can find something rather than nothing there. Es ist in Ordnung, wenn wir nichts finden. Haha! Good! Let's go to the closer location first. So, okay, dann reisen wir weiter. Zack. Auch an dieser Stelle deswegen auch die Empfehlung von mir, die Playlist anzuschauen, weil es ist seit der letzten Episode machen wir diese Schatzsuche. Letzte Episode war das. Und ja, dann wisst ihr auch bereits, welche Orte wir besucht haben. Ist das auf diese Insel? Ja, genau. Okay, wahrscheinlich da, wo die drauf trampeln. Überraschung. Zack. Ja, tatsächlich. Oh, lol. Wieso habe ich so eine Schelle kassiert gerade? Holy. Nee, jetzt mal im Ernst. Ah, ich sollte auf Null bleiben, um uns heilen zu können. Zack. 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 Nee, aber warum habe ich gerade so krass kassiert? Ach, da ist was. Ah, verfolgen wir das hier. Normalerweise ist dann immer Schatz oder so in der Nähe. Bitte. Ja, ich wollte gerade sagen, keine Lust jetzt nochmal klettern zu müssen. Auch, dass ich gelernt habe, dass Noel besser klettern kann als Euler. Aus unerklärlichen Gründen. Jetzt ganz nach unten. Ja. Sag nicht, du willst die Insel verlassen. Hat da immer andere Tiere. Ach so, da könnte auch ein Schatz sein, ja. Nee, oder? Nee, normalerweise könnte es ja sein an so einer Klippe oder so, aber Überraschung. Zack,
zack, zack, Beg for zack. mercy. Zack, 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 zack. Nowhere to Und hide. linker Schutzschild. Zack, 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 zack. Machen wir die Ulti, um das ein bisschen zu beschleunigen, weil ich habe jetzt keinen Feuercharakter im Team. Incoming. Zack. Können wir Bombo-Kombo machen dabei. So, zack, 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 zack. Ah, seine Attacke hat abgebrochen. Speed of light. Hey. Zack, zack. Ah, kein Cooldown-Skip, also keine 400% extra Schaden verursacht. Ne. Oh, jetzt bin ich genau zwischen den Steinen gekommen. Und zack, 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 zack. Zack. Na, komm schon. Diesen kleinen Zipfel. Speed of light. Muss ich das echt so einsetzen? Alter, ernsthaft? Shudder. So. Zack, zack, zack. So, Truhe haben wir collected. Gehen wir jetzt nochmal zurück zu unserer eigentlichen Missionsziel-Ding. Das hier collecten. Yep, this is the place. The location I sensed is around here. I wonder what you'll find this time. Well, I'll leave it to you. Let's start by taking a look along the coast. Yep. Sure enough, no treasure here. Das macht nichts. Paimon knows that. Paimon just can't help feeling a little disappointed, that's all. There's a wooden sword here. It looks like a children's toy. Also perfekt für dich, Paimon. Hey! The thing I sensed. Could it be this wooden sword? Surely it couldn't be a wooden sword. Ich glaube, es ist von diesem Holzschwert. Das war das plötzliche Gefühl, dass, als du das Holzschwert berührtest, etlichen Meter hohe Wellen, die auf die Schiffswände einschlugen, die durch den Einschlag des Krieges aufgerissenen Wunden schmerzten sehr. Um dich herum Aufruhr, überall Aufruhr. Der General des Feindes sprang auf das Deck und brachte das Schiff ins Wanken. Gib auf, Seemon. Ergib dich jetzt und ich werde dein Leben verschonen. Aufgeben? Niemals. Der Mann, der in seinen Händen einen Widerhakenspeer hielt, hatte in diesem Moment einen ungewöhnlichen, kalten und entschlossenen Blick. Ich bin Seemon. Ich bin der unsterbliche Oni von Ceriai. Daher bin ich der Sohn des mächtigen Meeres und werde niemals aufgrund der Gnade eines Feindes leben. Als die zwei Männer ihre Klingen kreuzten, sahen sie das ferne Ende des Schlachtfelds gar nicht. Keiner von ihnen sah den violetten Blitz, der sich wie die Flügel eines Vogels entfaltete und den Himmel verschlang. Das war ein Lichtblitz, der alles vor dem Augen urplötzlich weiß werden ließ. Das war eine krachende und alles herumwirbelnde Energiewelle. Dein Körper wurde in die Luft geschleudert und du verlorst jegliche Orientierungssinn. Danach folgte ein vollkommener, grenzloser Blitzstoß. Whoa! That lightning was really powerful. What's this memory about? Paimon can still feel her head spinning. Shiver me timbers! I remember now. The sea battle between Akodomiki and the Shogunate. And then the lightning that came at the end of the battle. Oh, what could it have been? Das war der nachwirkende Groll des Donnervogels. Will blow me down. Just a fraction of the Thunderbird's wrath, and yet still so powerful. Wait, but the lightning came from Seirai Island. Traveler, have you been there? Do you know what happened to the island after that? No. I can't believe it. It was a truly terrible thunderstorm, it was. I don't have the words to describe the horror of it. We stood up against the Shogunate precisely because we did not want our homeland to be ruled by them. We wanted to protect the people of Seirai Island. We made an enemy of the Shogunate for the sake of Seirai Island. And in the end... Oh, Shrine Maiden, why? Wait, so that thunderstorm was the reason I drifted here. I was terribly injured in that storm. My whole body was falling apart. It took all my strength to get here. Aw, Mitaboru. But what about the wooden sword? What does this have to do with it? This wooden sword is made from my broken timber. Zaimon once seized a sword-wielding Magu with his barbed spear.
The Magu drifted here with us. The wooden sword was probably crafted by local children, imitating the Magu's sword. The body of the mighty pirate ship that once fought against the shogunate, now reduced to a children's toy of all things. Arr, my mind is awash with strange and complex feelings. So, Mitaboru, should we take this with us? After all, it is a part of you. No, there's no point taking this now. Young scallywags. The little landlubbers got me this time. Although it's disappointing now that I remember the truth, somehow I feel relieved too. At least I know what happened. I won't be deceiving myself with my wishful thinking any longer. The only thing I'm worried about now is my old mateys who drifted here with me. I wish I could know how they're doing. Ich bin sicher, dass es ihnen gut geht. Aye, let's hope so. Okay, there's one last place. I can feel it. It's the last piece of my body. Eieiei, sehr viel Text, sehr viel Story und so weiter wieder, aber ist ja in Ordnung. Also allgemein, so ab Version 2.6 oder so habe ich den Eindruck, dass sie sehr viel in Story investiert haben. Falls ihr schon einige Folgen von mir gesehen habt, wie viele Missionen und Story machen mussten, nur um die Story von Yelan zu machen, ab Folge 504. Und selbst dann, als wir die Story gemacht hatten von ihr, wie lange das gedauert haben. Die Folgen waren auch ziemlich lang, aber sehr viel Dialog, sehr viel, ja, erlebt, kennengelernt auch vor allem. Also, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und vor allem, wir haben sie dann bekommen. Is the last place somewhere around here? Aye, most surely. The precise location seems to be in that house on the beach. Wait. Why a house? Don't tell me some landlubbers turned me into furniture. Wer weiß. So. There are a lot of wooden planks on this conch house, but they don't look like what we're after. Oh, could it be the one on the stone? What is it, though? A board nailed onto two wooden strips with a wooden mallet next to it? Das ist ein Musikinstrument, oder? This is a musical instrument? Can it really make a decent sound? Why don't we try it out first before giving it to Mitaboru? Einige Holzleisten sind noch intakt und erzeugen einen kalten und silberhellen Klang, während die beschädigten nur einen dumpfen Ton von sich geben, ähnlich wie gewöhnliches Holz. Paimon's pretty sure this instrument hasn't been repaired in a long time. Well, this must be the last fragment of Mitaboru's body. Come on, let's go tell him. So, okay, erzählen wir es ihnen. Müssen wir hier stehen. You're back. How did it go? Did you find anything? Zeige ihm das Xylophon. This is indeed my last piece. But what the festering fishbait have they turned me into this time? We think it's a musical instrument, but it hasn't been fixed for a while, so you can't really play anything with it. Is that so? Ah, a pity to be sure. Musical instrument. I never imagined that my broken body could be used to play music. It makes me think of my old mates. They used to sing when the mood took them. They'd sit by the beach facing the campfire. Hey, what kind of sound does this instrument make? Why don't you give it a try? It hasn't been caulked for a long time, so it might not sound as good as you're hoping. It doesn't matter. Satisfy my curiosity. Just strike it and see what happens. Schlage den intakten Teil des Musikinstruments an. Das war das plötzliche Gefühl, als du den klaren Klang des Xylophons hörte. Bis jetzt treibend hat dein Körper viele schwere Wunden davongetragen und kann schon nicht mehr segeln. Noch stärker als der Schmerz ist das Bedauern. Meine Kameraden, warum müsst ihr so ein Gesicht machen? Ist es, weil ihr zurück wollt und mich deshalb hier aufgeben müsst?
Wir dürfen nicht weinen. Wie sollen wir weinend von ihm Abschied nehmen? Als einer von euch das sagte, begann ihr alle zu singen. Ach, wenn ihr singt, dann braucht ihr euch nicht verstohlene Tränen aus den Augen wischen. Wenn ihr singt, dann könnt ihr eure glücklichstes und freudigstes Lächeln zeigen. So, they found a way back. Aye, but since I was so badly damaged, it was the most I could do to bring them here. There was no way I could go back with them. Ah, it gladdens my heart to know that they are safe, but even though I said goodbye to them, I still can't help thinking, what if I could have gone back with them? Oh, how I wish we had returned together. With them, I would have been willing to go anywhere, no matter how dangerous. There are so many grand adventures for us to go on. So many treasures out there in the world, waiting for us to discover them. Why did I have to be left here, abandoned like this? I could do nothing but watch them leave and embark on a new journey without me. Das nennt man also Abschied. I still feel the sadness now that I remember it, even after all this time. Laugh when you feel like crying, and press on when you feel like giving up. That's how you survive out on the ocean. Anyway, thank you for helping me remember all of this. Thank you kindly. I'm afraid, though, that they seem to have taken most of the treasure with them when they left. Dass du deine Erinnerungen wieder hast, ist das Wichtigste. Yeah, in a way, all the things you sensed really were invaluable treasures. To you, at least. Aye, it's true. 'Tis a shame I can't repay your kindness. As a ship, there's only so much I can do. But, in the future, if I ever need your help again. We'll be here for you whenever you need us, Mitaboru. Right? Aber natürlich. Fantastic! Thank you both. And if you ever voyage in these seas again, I will be your trusty companion. Ding, ding, ding. Jetzt haben wir das auch abgeschlossen. Krass, wir haben jetzt wirklich 5 Storylines auf diese Insel abgeschlossen und wir kommen einfach nicht dazu, auf die Erkundungsmission zu gehen. Moment mal, kann ich das Ding nochmal antatschen? Tatsächlich. Okay, gut. Was haben wir denn noch alles vor uns? Okay, wir haben auch zumal das hier. Gibt es ja wieder diverse Login-Belohnungen. Oh, Saisonaufträge, wir haben da fast nichts geschafft. 1, ja. Das ist es halt. Wellenbohrer. Abgrundstern ist das klassische. Für insgesamt 50 Gebete durch. Interessiert, ja, hängt aber vom Pull ab. Denn der Charakter ist wirklich gar nicht mal so schlecht. Wir hätten mit dem schon mehrfach kämpfen können und so weiter, aber weiß ich halt noch nicht. Auch Ningguang zu catchen wäre natürlich nice, dann würden wir nochmal ihr Dings aufgraden können, ihr Sternbild upgraden können. Da müsste sie C2 sein, den keine Ahnung und der weiß ich auch noch nicht. Klee hat mich nicht überzeugt damals, deswegen würde ich auf jeden Fall nicht für diesen Banner pullen, also wenn überhaupt das hier. Waffen pullen wäre natürlich auch sehr wichtig. Und das können wir seit kurzem jetzt auch pullen. Aber das würde ich lieber zusammen machen, weil das geht uns ja. Also das verlieren wir halt nicht. Okay, dann schaue ich mir an, was können wir denn jetzt im Augenblick machen. Wir haben noch einiges zu machen. Es gibt noch ein paar Missionen und so weiter. Mann, so viel zu tun an sich. Genau, wir müssen die Muscheln sammeln. Wellenboden haben wir jetzt alles gemacht. Genau, alles gecheckt. Zack, zack, okay. Fangen wir dann damit an. Schließe die erste Erkundung vom dunstigen Hügel und neblige Täler ab. Schließe die herausfordernden dunstige Hügel und dreimal ab. Okay, mit Abgangszeit. Wo befindet sich das? Dort. Okay. Dann würde ich mal sagen, teleportieren wir uns dorthin. Ding, ding. So, Charakter. Okay, die hat 11.100 Leben. Gut, ich würde aber vielleicht sagen, das wird was Längeres sein. Nach Berühren der Miniaturlandschaft öffnet sich die Einrichtungsoberfläche. Durch Austauschen der Felsen auf der linken und rechten Seite der Miniaturlandschaft verändert sich die Gebirgsform den Felsen entsprechend. Okay. Gut, da haben wir noch ein bisschen was zu machen. Wir haben noch ein bisschen was collected. Das kann man hier einsehen. Genau, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, haben wir ein bisschen was. Da haben wir noch nicht alles benutzt. Wobei, das haben wir benutzt. Das
Das haben wir doch beides benutzt. Müssen wir mal gucken, da gibt es bestimmt noch eine Konstellation, die wir noch nicht gemacht haben. Aber das war die Storyline von Mona. Was war hiermit? Versilberte Taschenuhr. Ja. Altes Abzeichen. Das große und spektakuläre Trommelfenster von Arataki. Okay. Gut, nee. Also ich würde sagen, ich mache aber hier vielleicht lieber einen Cut, weil das wird wahrscheinlich wieder eine Sphäre sein, wo man länger spielen muss. Oder vielleicht muss man hier irgendwie hochklettern oder so. Das würde ich euch dann für die nächste Episode lassen. Deswegen empfehle ich euch ein Abo dazulassen, denn so könnt ihr nichts verpassen und ihr supportet mich auch aktiv, auch am besten hier auf YouTube. Folgt mir auf meinen Social Media Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten Like, Dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche sie in der Regel auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.